Perfekt. Ist zu schnell nachher. Wir backen Osterlamm. Du hast ja schon super so fettet. Na, Schlotte? Mit Rührmaschine sogar, oder? Ja. Mano, Mano, das ist am Ankerplatz. Also, und hier einmal den Backofen. Weißt du, wie das Gerät heißt, das es möglich macht? Auf wie viel Grad muss ich heizen? Richtig, ein Inverter. Carla, auf wie viel Grad muss ich heizen? Diesel, Backofen, 2000 Watt haben wir Inverter. Backofen an. 2000 Watt? Warte jetzt. Sorry, eigentlich wollte ich den Witz nicht bringen. 175 Grad und Luft 150. Steht auch, wie viel bei einem Dieselbackofen am Ankerplatz? Nein. Weil wir am Ankerplatz stehen. Und wir hoffen, dass der und Inverter den das Inverter packt. fährt. Und wir gucken jetzt den Ampermeter an und den Voltmeter. Und entweder wir sehen noch was oder wir sehen nichts mehr. Und wir haben natürlich vorher überlegt, wie viel Watt die Küchenmaschine zieht. Also ganz so schräg ist es auch nicht. Und es müsste eigentlich mit 800 Watt müsste eigentlich gehen. Wir haben dummerweise noch ganz viele andere Sachen an, aber egal. Macht nichts. Probier mal. Gib ihm. Okay. Ja. Ja. Aber einen Stromschlag kann ich jetzt nicht kriegen. Nein. Wie viel zieht? 30 Ampere, der zieht jetzt also. Witzig, oder? Wobbel hat's Also, also klingt zwar irgendwie komisch, so brutzelig, aber sieht gut aus, ist schön aufgegangen, nicht zu hoch. Ich glaube, das wird prima. Das muss Lamm. Mhm. Am nächsten Morgen haben wir dann noch das frisch gebackene Osterlamm gegessen, bevor wir dann zu unserem traditionellen Sonntags-Osterspaziergang mit Ostereierverstecken an den Strand nochmal gegangen sind. Hab ein. Das Lila mit, ja. Dass der Daumen so ist. Jetzt sind wir gerade losgesegelt oder losgefahren vom Ankerplatz und wollen jetzt doch nochmal zurückgehen, weil ein etwas größerer Sturmtief kommt. Also richtig krass, aber uns erwischt die Ausläufer. Haben jetzt gedacht, nach Lübeck kommen wir sowieso nicht wegen dem Lockdown. Und dann gehen wir jetzt halt nochmal zurück. Wir haben sowieso noch ein paar Sachen am Boot zu machen und deswegen brocken wir es jetzt und gehen wir nach Hause. Und jetzt holen wir erstmal die Selbstwende vor Kraus. So, mach's.
Mit der kleinen Fock 4,5 Knoten. Genug doch, oder? Ja, auf jeden Fall. Dankeschön. Dann nichts kommt. Also versuchen zu machen. Ja, dafür sind die Hula-Ausstrecke ein bisschen wahrscheinlich. Ja, sieht man halt Scheiß von innen, ne? Ja, es geht tatsächlich ganz gut. Wir können jetzt einfach hier drin sitzen und das ganze Boot ganz normal fahren durch das Steuerrad. Das ist auch ganz witzig. Ich kann in die Segel schauen. Ich sehe vorne raus, wo ich hinfahren möchte. Ich habe hier noch das Navi über Navionics. Und das geht eigentlich ganz gut. Wir fahren jetzt selbst mit der kleinen Selbststände-Fork über 4 Knoten. Ganz ruhig, ja. Ganz entspannt. Man muss überhaupt nichts machen. Das ist jetzt auch hier drin, es ist draußen ungemütlich. Logbuch, Märchenbuch. Moin, entspannt sich. Und da vorne sind schon die größeren Frachter und Tanker. Richtung Travemünde. Richtung Travemünde aufwärts. Also auf dem Twinkie ist ja eigentlich alles drin. Was war das denn? Das war genau Rollation zu erklären. Ich glaube, wir haben es deutlich segeln. Gut, Typ. Oh, da ist eine Moody. Direkt zurück. Someday, this is Fähre Lübeck. Seegang 1. Nee. Also Speed haben wir. 5 Knoten? Mit? 5 Knoten, ja, mit Selbstrendefock, 5 Knoten. Hier Wetter. Hier Ja. voller der Kreis. Also ich mach's immer Ja. in Viertel. Das ist jetzt mal ganz voll. Hektopascal habe ich vorher geguckt, 1012. Position. Die obere Leiste. Rein, ja. 53, Ja, 58,7, alle. 9, Ja. 1, noch, Ja. Und das nächste? 010, Ja. 54, Mhm. 513, Ja. Ost. Ja, Simon, cool, ne? sehr cool. Wir haben jetzt mal echt gedacht, jetzt machen wir es mal wirklich komplett von innen, sozusagen Hausboot-Style, nur mit Segeln dran. Wir fahren 5,2 Knoten, halten sauber Kurs durch die Neustädter Bucht auf Neustadt zu. Das Boot ist tatsächlich, obwohl nur die Selbstrendefock draußen ist, ist es praktisch nicht leergierig, das hält den Kurs. Läuft echt super, ist ein bisschen kürzer als die 35, vielleicht ist es dann vom Hebel her ein bisschen weniger leergierig bei der Situation. Wir sind noch nicht ganz am Wind, wir sind schon am Wind, Halbwind. Sehr entspanntes Segeln.
Vordergrund sieht es immer gut aus. Nice. Schon wieder? Ja. Oh ja. Also es ist wirklich der Running Gag. Wir sind ständig, wenn wir in der Ostsee sind, kriegen wir fette Tiefdruckgebiete auf die Mütze und das ist jetzt eines, von dem sogar Sailing Yuma kürzlich berichtet hat. Hier oben das Tief dreht gegen Uhrzeigersinn. Es ist ein ordentliches Tief und knallt über Skandinavien jetzt hier oben über die Nordsee, vor allem an der norwegischen Küste natürlich rein. Das ist gerade Stand jetzt. Wir sind hier unten, hier in der Ostsee, Lübecker Bucht. Das ist im Moment, sind jetzt auch gerade vom Segeln wieder rangekommen. Es fängt an aufzuböen, war schönes Segeln, aber ordentlich Wind. Und das läuft jetzt heute Nacht hier runter, das Tiefdruckgebiet. Der Einfluss nimmt immer mehr zu und zieht dann von den Ausläufern auch komplett hier unten in die Lübecker Bucht rein. Böen hier oben so 60 Knoten, bei uns hier so 40, 45 Knoten. Und dieses Tiefdruckgebiet zieht einmal komplett unsere Tage durch, die wir hier sind. Montag, Dienstag ist das jetzt, wo es nochmal so richtig reinzieht. Es wird ein bisschen abgeschwächt natürlich durchs Festland, aber immer noch ordentlich genug. Und vor allem natürlich an der norwegischen Küste, aber auch hier. Also wie immer ein fettes Tiefdruckgebiet bei uns. Nächsten Tage geht es dann so weiter, dass dieses Tiefdruckgebiet ist ziemlich hartnäckig. Es kommt ein Hoch und dieses Hoch zwängt sich zwischen die beiden Tiefdruckgebiete und ist aber nicht richtig besonders kräftig. Und dieser Hochdruckeinfluss, der kommt gerade so ein bisschen in unseren Raum rein, also Richtung eigentlich Mitteleuropa, schafft es aber nicht wirklich, das Tief ausreichend schnell zu verdrängen. Und das nächste Tief kommt schon wieder über die britischen Inseln. Das heißt, wir werden eigentlich eine ganze Woche im Wesentlichen unter Tiefdruckeinfluss hier sein. Dementsprechend ist das Wetter. In der nächsten Folge sind wir ja wieder in Neustadt und widmen uns dann dort wieder unserer doch recht langen To-Do-Liste. Und da haben wir dann wirklich noch ein paar Projekte am Boot, die wir noch abhaken müssen. Wir programmieren gerade unsere Funke, die war ein Filter und da ist ein bisschen Meerestiere. Das versuchen wir jetzt heute Abend mal schön anzubraten und dann gibt es lecker Essen heute Abend. Das stammt aber wirklich aus dem Filter, ohne Witz. Und daneben ist eine kleinere Leitung. Und das ist die Entlüftung, weil so ein Tank muss ja den Ausgleich machen, den Druckausgleich.